Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute mal, wie ein Auto eigentlich entsteht. Ich bin bei Audi in Ingolstadt und bin hier im Design Center, wo man quasi jede einzelne Abteilung hintereinander aufgebaut hat. Und das ist schon ziemlich spannend, denn am Ende sieht man immer nur das Endprodukt. Aber dieses ganze Drumherum, diese ganze Entwicklungszeit, die hat man gar nicht so auf dem Schirm. Wenn man sich das ganze Jahr aber mal so ansieht, dann sieht man erstmal, wie viel Arbeit dahinter steckt. Hier dreht sich heute alles um die Entwicklung des neuen Audi A7. Den habt ihr ja in meinem letzten Video schon zu sehen bekommen. Falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, dann könnt ihr das hier oder hier nochmal ansehen. Zuerst entsteht eine grobe Zeichnung vom neuen Fahrzeug, damit das Team sich schon ein Bild von der Form machen kann. Dort, wo der Motor ist, wo die Kraft am Fahrzeug ist, wo die Muskeln dann auch sind, ein ganz schlankes Heck. Das Volumen wirkt unheimlich fließend dann auch nach hinten hin. Gibt so die Balance der Dynamik. Hier ist die UX und UI Abteilung, was bedeutet User Experience und User Interface. Hier dreht sich alles um die Displays, die im Auto verbaut sind. Wie man hier hinter mir sehen kann, so sieht das Ganze am Ende im Auto aus. Aber sogar dahinter steckt ziemlich viel Technik und ziemlich viel Entwicklung. Und egal wie technisch das Ganze am Ende aussieht, es fängt doch alles auf einem weißen Blatt Papier an, wie man hier vor mir sehen kann. Wir haben jetzt hier tatsächlich auch in Originalgröße, wie das dann auch am Ende im Auto verbaut ist, eine Magnettafel. Und hier zum Beispiel ist jetzt mit Papier das Navigationssystem da drauf gesetzt. Wir können hier zum Beispiel einfach mit kleinen Magnetstreifen diese Bedieneinheiten umschieben. So sehen die Mitarbeiter hier von dieser Abteilung, wo sie zum Beispiel irgendwelche Leisten hinsetzen möchten, was am meisten Sinn macht, wo sie was positionieren. Hier haben wir noch einige Skizzen, die auch schon mal so ein bisschen darauf hin verweisen, wie das Ganze halt aussehen soll. Allerdings ist das so, ich sag mal, der Start von dem Ganzen. Also so das Grundgerüst wird hier aufgebaut, aber es geht halt noch viel weiter ins Technische. Das hier ist eine sogenannte Sitzkiste. Und wozu die da ist, erklärt mir jetzt der Patrick. Denn Patrick arbeitet in dieser Abteilung. Und wozu genau ist jetzt eure Sitzkiste hier? Sieht ja alles doch recht spartanisch aus, aber ich sehe ein echtes Lenkrad und echte Sitze sind drin. Genau, das ist der erste Step in unserem Designprozess, wo wir das erstmal ins Digitale auch gehen und ins Interaktive. Das heißt, hier überprüfen wir im ersten Schritt die Ergonomie. Das heißt, in der Sitzkiste haben wir ein Interior mal grob angeteasert, angebaut. Wir wissen, wo diese einzelnen Displays sitzen werden, können je nachdem Lenkrad verstellen, den Sitz verstellen und auch die Displays richtig von der Entfernung anordnen, wie es nachher im finalen Fahrzeug auch sein wird. Und können hier dann überprüfen, wie passt es von den Abständen. Wir haben hier ein Touchscreen, im finalen Auto auch. Passt das von der Entfernung alles? Ist es für größere und kleinere Personen gut zu erreichen? Sind die Elemente, zum Beispiel die Icons, groß genug, dass ich das bei der Fahrt, im Sitzen, im Stillstand ist es immer ein bisschen was anderes oder wie man das auch vom Telefon kennt, als wenn ich nachher das Auto selber führe oder fahre. Auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten sollten die Schaltflächen in dem Fall dann groß genug sein. Da kann ich halt überprüfen, einmal von den Icongrößen und Schriftgrößen, passt das, ist das vielleicht alles ein bisschen zu klein? Und das können wir dann auch relativ schnell in unserem Quellcode wieder ändern, wenn wir merken, nee, bei der Schriftgröße können wir noch 2, 3 Punkte nach oben, können wir das relativ schnell ausprobieren. Und hier sieht man jetzt, wie genau so das Menü eigentlich entsteht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ins Navigationssystem klicke, wohin gelange ich dann weiter, oder wenn ich zurückklicke, in welche Menüansicht gelange ich dann. Und das Interessante ist, dass tatsächlich 5000 Bilder für das komplette Menü entworfen werden. Also da muss man erstmal drüber nachdenken, wie viel Arbeit da eigentlich hintersteckt. 5000 Bilder tatsächlich für das komplette Menü. Das ist schon viel. Und so sieht das Ganze letztendlich dann auch im Auto aus. Wir haben jetzt hier schon das fertige Menü mit den ganzen Grafiken und zusätzlichen Animationen. Wenn man jetzt zum Beispiel hier mal gedrückt hält, sieht man, wie sich quasi in der Straße noch was bewegt. Das ist schon eine coole Spielerei, die wir jetzt sonst vielleicht nur so vom Smartphone kennen. Meiner Meinung nach hätte man diese Technik, dieses ganze, wie soll ich sagen,
wie es jetzt hier ist, einfach schon viel früher in Autos gebraucht, denn wir sind normal Smartphones gewöhnt. Wir haben eben diese Möglichkeit, alles per Touch zu bedienen. Das Ganze vereinfacht das einfach nur. Also wir haben jetzt eben auch nicht mehr einen Regler, mit dem man beim Navigationssystem jeden Buchstaben einzeln eingibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Navigationssystem bin, dann habe ich hier unten direkt die Tastatur. Wir können jetzt auch hier einfach die Buchstaben selber schreiben. Das System erkennt das, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Ingol... Ah, ja, er kennt das schon. Er spricht sogar mit mir. Er spricht. In der nächsten Station wird uns gezeigt, wie die 3D-Animation des Autos entsteht. Hier allerdings am A8, da das Video vor der Weltpremiere des A7 aufgenommen wurde. Würden wir Ihnen jetzt gerne mal zeigen. Und zwar nimmt Nadine einfach das Dach und sie hat die Möglichkeit, mit einem Skaliertool das Dach einfach mal 10 cm, 5 cm hoch zu skalieren. Genau, guckt sich das an. Dann kann man das Fahrzeug wieder drehen und beurteilen, geht es in die richtige Richtung oder geht es in die falsche Richtung. Hier sieht man jetzt relativ schnell, es wird eher undynamischer. Welche Möglichkeit wir auch haben, ist, wir können verschiedene Shader, also verschiedene Oberflächen an dem Fahrzeug uns anschauen. Und wenn wir jetzt den Highlight Shader angucken, sehen wir, was wichtig ist, dass ich immer ein homogenes Bild auf der ganzen Fläche erzeugen kann. Wenn ich mir das Fahrzeug angucke und ich schaue so ein bisschen in die Mitte, dann sehe ich, hier stimmt irgendwas nicht. Da laufen die Highlights, die eiern ein bisschen, die gehen hoch und runter. Das ist ein Zeichen für den CAD-Formgestalter, da muss ich nochmal dran arbeiten. Ich habe also die Möglichkeit, ich nehme mir einfach diese Fläche, habe verschiedene Kontrollpunkte und mit den Kontrollpunkten kann ich die Fläche korrigieren. Das heißt, ich kann die Fläche ein bisschen rausziehen oder ein bisschen reinziehen und kann dann so lange dran arbeiten, bis ich sage, wow, jetzt sieht es auf einmal nicht so gut aus, jetzt sieht es wieder besser aus. Und hier bekommt das ganze Design endlich seine Form. Wir stehen jetzt hier an der Fräse und hier wird das Design, was vorher mühsam am Computer entworfen wurde, in einen Kunststoff eingefräst. Der nennt sich Clay. Das ist im Prinzip dasselbe wie Knete. Und wenn man hier auch mal so drüber fühlt, das fühlt sich wirklich weich an. Das Material wird erhitzt und wird dann hier in einer Paste draufgeschmiert. Und man kann halt in dem Programm dieser Fräse eben das Design einstellen, was wir gerade am Bildschirm gesehen haben. Und dann fräst diese Fräse eben das quasi als fertiges Objekt. Das Ganze, wenn man jetzt so ein ganzes Modell nimmt, würde ca. 2 Tage dauern. Das macht die Fräse dann auch über Nacht. Und dann hat man quasi schon mal so ein Modell, was man anfassen und komplett in einer 3D-Optik dann sehen und spüren kann. Und wenn wir dann hier mit den in Anführungsstrichen Knetmodell zufrieden sind, dann wird das Ganze nochmal etwas realistischer umgesetzt in ein Kunststoffmodell. Das Auto, was jetzt hier steht, ist auch nur ein Modell, was aus Kunststoff eben besteht. Es ist nicht fahrbereit. Wenn man auch mal reinschaut, dann sieht man ein Cockpit zum Beispiel von innen, ist auch nur angedeutet. Aber so sieht das Ganze schon mal relativ fertig aus. In einem ständigen Ping-Pong-Spiel zwischen händisch erstellter Fläche, die dann mit der Abtastung zurückgeführt wird ins Virtuelle, wird das Modell permanent weiterentwickelt. Rainer, der orientiert sich anhand der Punktewolke oder der Abtastung, die vom Modell entstanden ist, baut Linien und Flächen auf. Wie Sie hier jetzt am Modell sehen können, zieht die Christina gerade eine Dynoc-Folie auf. Mit der können wir kontrollieren, wie die Ausprägung der Fläche ist. Mit dem wichtigsten Werkzeug eigentlich von uns beiden, wenn wir zusammenarbeiten, ist Tape. Und damit machen wir ganz viel. Also damit tun Christina und ich dann am Modell dann darüber diskutieren, wie wir über Kanten, ob wir die ein bisschen straffer machen oder wie wir damit umgehen, um dann das Optimale im Prinzip rauszuholen. Und dann haben wir eine Orientierung mit dem Tape, wie wir arbeiten können. Auch wie das Dynoc, wie Thomas schon gesagt hat, mit dem Dynoc kontrollieren wir dann halt Volumina, finden somit die richtigen Proportionen und das richtige Volumen dann auch, die Muskeln dann rausholen. In der Lichtabteilung hält sich die Beleuchtung in Grenzen. Das hat aber auch einen wichtigen Grund, denn wir wollen ja am Ende sehen, beziehungsweise die Grafiker, die hier arbeiten, wollen ja auch am Ende sehen, wie
sieht das Licht eigentlich aus? Und diese Intensität des Lichtes kann man natürlich auch viel besser beurteilen, wenn man eben kein helles Licht noch zusätzlich hat, was auf das Auto scheint. Und wie auch in den anderen Abteilungen starten wir hier auch wieder mit einem Blatt Papier. Die Scheinwerfer beim Audi A7 wurden von der Beleuchtung her halbiert. Das heißt, wenn das Licht an ist, dann sieht das Ganze noch mal viel schmaler aus. Und zusätzlich haben wir jetzt auch hier ein durchgezogenes Lichtband am Heck. Hier durften wir das erste Mal die neue Front vor der Weltpremiere des Wagens sehen, weshalb er auch nicht ganz aufgedeckt wurde. Alles, was wir hier jetzt so in dem Rundgang gehört haben mit Dynamik, Digitalisierung, werdet ihr jetzt sehen in dem digitalen Erwachen sozusagen des Autos. Auch hier wird wie vorher alles am PC entworfen und animiert. Das war ein kurzer, jedoch sehr lehrreicher Einblick von der Produktion eines Autos, von der Entstehung, von der Idee dahinter. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann vergesst nicht einen Daumen nach oben da zu lassen und auch nicht meinen Channel zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ciao!